Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen. Ich bin heute wieder bei Björn und es geht weiter mit dem Projekt 2 der Vespa GTS 500. Björn wird uns heute bestimmt ein bisschen was erzählen. Ja, hallo Björn. Hallo Marc. Du hast jetzt ja die letzten Tage und Wochen ja schon ein bisschen weitergearbeitet an der, man kann ja nicht mehr sagen La Mutata, es heißt ja jetzt Projekt 2. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Weil die Leute natürlich neugierig sind, was gemacht wurde, wie der weitere Arbeitsschritt, ein Arbeitsablauf ist. Ich sehe schon, du sitzt da gerade ganz spannend an etwas kleinem Schwarzen. Das Fahrzeug wurde lackiert, das hatten wir ja im letzten Video gesehen. Ich habe es dann abgeholt. Bin immer noch hellauf begeistert von der Qualität, die dort abgeliefert haben. In der Zwischenzeit habe ich Tag und Nacht dann geschaut, dass ich alle Einzelteile zusammenbringe. Hier sehen wir jetzt den Motor. Untypisch ist, dass der lackiert wurde. Und zwar der Motorblock an für sich ist in schwarz-matt. Das ist ein Thermolack. Das heißt, der hält auch die Temperaturen aus. Und die Variomatic-Abdeckung sieht mir hier in Schwarz-Glanz. Ich bin der Meinung, das ist ganz gut geworden. Das sieht super aus, würde ich mal sagen. Ne? Also im Vergleich, hier steht noch so ein Standardmotor, wie er halt nach 10.000 Kilometer aussieht. Ich meine, man sieht natürlich nachher in eingebautem Zustand jetzt nicht so viel von dem Motor, aber das, was man sieht, ist dann halt schwarz-matt. Ja. Und das sieht natürlich klasse aus. Also finde ich toll. Auf die andere Seite kommt dann natürlich die Abstützung noch und kommt auch ein schwarzer Auspuff drauf. Und das ist ein ganz stimmiges Konzept. So, jetzt sind wir aber natürlich alle ganz gespannt auf das Ergebnis. Ja, das ist natürlich traumhaft, die Farbe. Etwas weiterentwickelt. Ein bisschen ist ja passiert. Ich würde mal sagen, zeig uns doch mal so ein bisschen, was du jetzt genau gemacht hast. Vielleicht auch so ein paar Infos, was so die Schwierigkeiten waren, weil das Ding ist ja wirklich völlig customized. Und hier hängt ja noch ganz viel rum und raus. Ja, es sieht so aus, als wenn es in 2 Tagen dann fertig werden würde. Das wird es nicht. Da sind noch 2 bis 3 Wochen Arbeit drin, weil bei dem Fahrzeug so unwahrscheinlich viele Details gemacht werden. Also was man jetzt hier sieht, ist, dass der Vorderbau schon reingekommen ist. Und wenn es dir jetzt mal, man sieht jetzt auch, ich glaube, das erste Mal die Felgenfarbe. Vielleicht mal die andere Seite. Und was du jetzt über die Kamera wahrscheinlich nur ganz schwer rauskriegst, ist, der Lack hat ganz viele Farbschichten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht. Dann müsstest du das Licht mal ein bisschen weiter weghalten, glaube ich. Weil ich habe ja auch hier ein bisschen Licht. Also man sieht das, mal geht so ein bisschen Gold, Bronze. Bronze bis in diesen Rotton rein. Ja. Toll, vor allem passt das natürlich extrem gut zu dem Lack des Fahrzeugs. Absolut, absolut. Toll. Radnabe lackiert. Federbeinträger lackiert. Ah, hier hinten, ja, stimmt, ich sehe es. Ich drehe dir mal die Gabel hier rum. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. La Mutata Bremsen-Setup, diesmal mit Wave-Scheibe. Gabel lackiert. Auch hinter der Abdeckung sieht es so aus. Wow. Ja, Öl ins Federbein drin. Brembo P2. Ja, das passt natürlich sehr gut. Und ich sehe, die Brembo hat dieselbe Farbe wie das Federbein. Genau. Also auch genau stimmig lackiert. Was ist denn das für eine Monsterscheibe hier vorne? Ich sehe ja gar keine Felge mehr vor lauter Scheibe. Die würde die 12 Zoll komplett schließen. Wir fahren hier 13 Zoll. Das ist, um die hohe Geschwindigkeit auch wieder sicher runterbremsen zu können. Also sieht irre aus. Du bist ja noch nicht gefahren, also wissen wir noch nicht, wie die Ölins sich jetzt so... Die Ölins bin ich noch nicht gefahren, das ist Neuland. Ich habe mit Ölins telefoniert. Die sind ja noch dran, dass sie eine ABE für die Federbeine machen. Das tragen wir jetzt bei Einzelabnahme ein. Bremsleitung hier, Spiegler, auch mit schwarzen Enden. Also so viel Detail hier drin. Also das nenne ich mal Customizing, wenn wirklich jedes kleine Detail angefasst wurde. Ja, und ist noch nicht fertig. Also das, natürlich noch nicht fertig. Das ist jetzt eben das, was so lang dauert. Wir gehen mal oben an den Lenker. Ja, kannst du mal von vorne hier rein filmen. Also das ist jetzt nur zum Probe. Jedes Teil, das du montierst, musst du 3-mal montieren, bis alles perfekt ist. Das ist noch ein Altteil. Da kommt eine grau getönte Scheibe drauf, um dem Design im Fahrzeug gerecht zu werden. Und du siehst jetzt hier, GTV hat normalerweise einen verchromten Lenker, der ist lackiert, da kommen auch noch die Tacho-Einheiten rein. Schwarz lackiert,
In Wagenfarbe lackiert, die Schalter. Ja, genau. Das hatte ich beim Lackieren schon gesehen, dass selbst diese kleinen Teile da mitlackiert wurden. Rizoma. Sehr, sehr schöne Rizoma-Spiegel. Oh, die sehen toll aus. Sind das irgendwie neue? Die kenne ich noch gar nicht. Ich kannte die auch nicht. Hat der Kunde ausgesucht. War ein bisschen heikel, die zu bekommen. Aber letztendlich bei Rizoma direkt habe ich sie bekommen. Das sind die Blinker hier? Siehst, genau, die Blinker, Kellermann. Und bekommt auch noch hier ein Tagfahrlicht von Kellermann. Und Das ist ein ganz kleines. Musst du schon ranzoomen. Ja, das ist so klein, das sieht man dann wirklich nachher wahrscheinlich erst, wenn es dann leuchtet. Korrekt. Das ist auch der Sinn. Boah, da ist ja allein in der Armatur schon eine Arbeit drin. Ja, ist auch ordentlich teuer. Also ich schätze mal so eine Seite der Armatur, was kostet so ein Spiegel? Ich schätze mal 150, 160, ne? Ja. Und dann noch die Griffe, die Blinker, die Bremsgriffe, die kleinen Lampen, also allein 500. Eine Lenkerseite 500. Ja. Also beide Seiten ein Tausender nur für den Lenker. Und für Leute, die es auch haben wollen, war mir so auch nicht bewusst. Also diese Lenkerendenblinker, da geht natürlich mittig ein Kabel raus. Das führe ich jetzt hier aus dem Lenker raus. Und mein erster Gedanke war, super, passt ja. Wir haben ja ein M6-Gewinde da drin. Genau. Und dann habe ich rausgefunden, ja, ist ein Sackloch. Also hat nichts funktioniert mit Durchstecken. Muss durchgebohrt werden. Was ich also nicht wusste, war, dass die Hülse, die hier verpresst ist, geht ungefähr bis hinter den Griff. Ach, echt jetzt, ja? Ja, also muss ich mir einen längeren Bohrer bestellen. Und das hat so ungefähr einen Tag gekostet. Dann musste ich hier, das sind hier auf der Drehbank, kannst kurz schwenken, habe ich mir so Hülsen gedreht. Bin sehr froh, dass ich alle Werkzeuge da jetzt zum dass ich die Maschine habe, weil ansonsten. Und jetzt sieht es wieder, danach wurde das gepulvert und zusammengebaut, ist noch nicht angeschlossen. Und dann aber die sieht natürlich schon toll aus, die Einheit jetzt hier. Ne? Also die Spiegel, die Griffe, dann hier diese lackierten Abdeckungen der Schalter. Boah. Hätte der Kunde nicht schon gezahlt, hättest du lieber selber behalten, ne? Ja, das wäre ja auch jetzt meine Überlegung. Also wenn man so ein schönes Projekt hier baut, da hängt ja auch wirklich dann nicht nur viel Mühe, sondern auch viel Herz dran. Ja. Und das also ist du ja kannst wirklich jetzt mal schön hier, geworden. da ist so viel Detail. Wenn du jetzt mal hier an die Anschlüsse schaust, also die Schrauben sind vorübergehend, aber hier habe ich mal Alu reingemacht und hier habe ich mal Kupfer reingemacht. Ach Quatsch, so eine Arbeit machst du dir auch noch, um zu sehen, um dann welche... einfach zu sehen, was würdest du machen, Marc? Also in Anbetracht des Lackes würde ich auf Kupfer gehen. Ja, das sind so die wahren Customizer, die sich um solche Dinge Gedanken machen, welche Farbe die Unterlegscheiben haben. Die Dichtringe. Ja. Und dann findest du halt immer wieder, also hat mir nicht gefallen, die sind original in Chrom, die habe ich jetzt gepulvert. Natürlich braucht es jetzt hier auch noch eine Abdeckung. Ach ja, stimmt, da war ja der Spiegel drin, der ist ja jetzt hier an der Seite. Das sieht so nicht aus. Na, da gibt es ja bestimmt irgendwelche schwarzen Kappen, die man da reinmachen kann. Ja, oder ich drehe mir irgendwas. Ja, super. Also Lenker sieht schon mal toll aus. Jetzt. Da kommt ja dann irgendwann noch der Tacho rein. Auch die Halterung hier vorne hast du schwarz gemacht. Ja, das ist dann alles hier verkleidet. Das muss nur mal runter. Da kommt die Unterschale, die Oberschale. Dann ist der Tacho zweiteilig bei der GTV. Was ist hier passiert? Das ist Zwischenstand Kabelbaum. Oh Gott, oh Gott. Also für Leute, die gerne Puzzlespielchen machen, so ab 10.000 Teile und alle in derselben Farbe, das ist die Kategorie Kabelbaum machen. In dem Kabelbaum stecken schon ungefähr 4 Arbeitstage drin. No way. Und kannst ja auch mal unten noch an den Motor runter. Also es ist der Motorkabelbaum bereits mit dem Fahrzeugkabelbaum verbunden. Genau, und wo ist jetzt da die Problematik, dass das ja mehrere Fahrzeuge sind, die da zusammen geschustert werden, nämlich 500er Motor, GTV und ein bisschen GTS ist auch noch mit bei, oder? Ja, das war ursprünglich eine GTS und wird jetzt eine GTV. Und die GTV hat die Schaltereinheiten von oben kommend, während sie bei der GTS von unten kommen. Also muss das heißt, da treffen die falschen Endstücke aufeinander? Mit dem verbinden. Ja, und natürlich auch die Lampe vorne noch. Ja. Oh. Und dann zusätzlich natürlich die Kellermann-Geschichte. Und da denke ich, dass noch 3 Tage. Nur für den Kabelbaum. Ach du Schreck. Da ist ja noch einiges zu machen.
Naja, ist klar, wenn man halt so verschiedene Techniken zusammenpackt und verschiedene Kabelbäume, dann muss man erstmal gucken, dass das auch alles passt und wo welches dann hinkommt nachher. Ne? Ja. Also ist nicht nur einfach so diese großen Stecker, einer kommt von unten, einer kommt von oben und die stecke ich zusammen. Das ist es nicht jetzt. Ja? Ich suche die ganze Zeit, was ist das Gegenteil von Plug and Play? Das hier. Das ist das Gegenteil von Plug and Play. Ja. Das ist die Sitzbank, um jetzt noch mal hier so kurz raufzugehen. Die wird auch bleiben. Ja, wir erinnern uns, Kunde möchte eine Einzelsitzbank haben. Die hat ja rote Nähte, also so Bordeaux oder lila Nähte. In Wagenfarbe. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem zweiten Platz hinter dem Sitz? Der Kunde wünscht sich einen Gepäckträger. Die gab es damals schon, Einzelsitzbank mit Gepäckträger. Das ist hier der erste Versuch. Wird also ein reiner Einsitzer. Genau. Da mache ich dann Hülsen drunter, verschweiß die und das Ganze wird dann schwarz gepulvert und dann fügt sich das, glaube ich, ganz gut. Das sieht, glaube ich, dann nachher super aus, ja. Form ein. So, der Lack sieht natürlich wunderschön aus, wie man sieht. Da bin ich schon gespannt, wenn er in der Sonne steht. Und hier oben natürlich auch ein eigenes Emblem. Ja. Das ist Das Lammutada-Emblem. Hier mal herzlichen Dank an den Alex von V-Emblem. Die haben das gemacht. Ich bin echt erstaunt, wie gut es rüberkommt. Sieht toll aus, passt gut dazu. Also das ist jetzt das neue Markenemblem der Lammutada 500. Ja? Genau. Sehr schön. Ich finde ja die GTV auch wirklich schön. Also das mit dem Scheinwerfer unten, ne, das ist eine tolle Sache. Ja. Und jetzt auch mit dieser Form. Also jetzt, wenn du dir hier nochmal überlegst, dass hier mal Blinker drin waren. Ja, man vergisst es schnell. Ne? Wenn es erstmal weg ist, denkt man, da war doch nie was. Aber wie schön die Form vorne aussieht, wenn die Blinkerlöcher weg sind. Ja. Macht wirklich viel aus. Also das war eine gute Idee. Und die Felgen passen auch gut. Ne, diese Y-Felgen. Toll. Wahnsinn. Also ich glaube, wenn das Ding fertig ist, Punkt A ist natürlich ein Unikat. Auch in der 500er-Reihe, in der Farbe, dann eine GTV. Da hat er wirklich eine Vespa, die es nur einmal auf der ganzen Welt gibt. Irre, oder? Absolut. Verrückt. Ja, Björn, also bisher muss ich sagen, Gratulation, fantastisch geworden. Bin ich wirklich begeistert. Farbe, Konzept, Respekt. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Projekt? Wie gerade angedeutet, also der nächste Hauptarbeit ist Kabelbaum machen. Dann muss der Motor das erste Mal rein. Bei der Vespa ist noch wieder ein Spezialkundenwunsch noch zu erfüllen. Okay. Nach den ganzen Sonderanfertigungen wird es da auch einen Zusatztank geben, der kontinuierlich verbunden ist mit dem Haupttank. Ach Quatsch. Den werde ich in Aluminium bauen. Der wird auch TÜV abgenommen. Das ist alles schon vorab gesprochen. Das ist auch ein größeres Prozedere. Der Kunde möchte damit Touren fahren und natürlich ist da eine Range von 150 bis 200. Was schaffst du mit deiner GTS? Ja, 150 bis 200. Also 200, wenn man vorsichtig fährt, wenn man Stoff gibt, 150. Ja, und jetzt hast du einen 500er Motor drin. Also das heißt, theoretisch, ich schaffe es, meinen Tank in 130 Kilometer zu leeren. Ja. Bei meiner Lammutada, umso mehr Gas du gibst, umso schneller ist der Tank leer. Wenn du mehr Tank hast, kannst du länger mehr Gas geben. Okay, wie viel kriegt er noch dazu? Nochmal 3-4 Liter? Also oder? ich habe es im CAD berechnet. Und zwar nehmen wir die vordere Hälfte des Helmfachs dazu. Und passen da genau einen Aluminiumkörper ein. Laut der Berechnung hat er 4,4 Liter Volumen, dann kommt der Schlauch noch dazu. Meine Vision ist, du musst es ganz normal hinten betanken können und die Tankanzeige muss dir auch anzeigen, wann dein Tank leer wird. Also keine Spielereien mit, ich muss dann einen Kanister oder ich schalte die Benzinpumpe an und dann pumpt es mir den einen Tankinhalt in den anderen um und so weiter, sondern der muss voll integriert sein. Der Motor kommt jetzt das erste Mal rein, dann muss Tank und Co. eingebaut werden. Dann kommt er hoffentlich gleich final rein. Und dann muss Auspuffhalterung gebaut werden und der wird auch per Einzelabnahme, wird ein Akrapovic eingetragen an der Stelle. Dann geht es so langsam auf die Zielgerade. Wow. Das hört sich jetzt so nach 2 Tagen weit durchackern bis abends. Du brauchst wahrscheinlich 2 Tage allein beim TÜV, ne? Ja. Ja, liebe Vespa-Freunde, das war's. Kurzer Einblick mal hinter die Kulissen, was der
Björn so für Arbeiten wieder an der Vespa GTS 500 Projekt 2 gemacht hat. Ist schon einiges passiert, muss man sagen. Also Fortschritte, da sehen wir jetzt nicht mehr viel Arbeit. Für ihn wird es noch eine Menge sein. Aber jetzt kann man zumindest schon mal erahnen, was da am Ende bei rauskommt. Vielen Dank, Björn, dass du uns Sehr gerne. das Ganze mal gezeigt hast. Wir werden es dann im nächsten Schritt sehen, wenn es dann schon wahrscheinlich fast fertig ist. Und da bin ich sehr gespannt. Und dann gibt es auch noch mal ein schönes finales Video. Vielleicht lernen wir den Käufer mal kennen, damit jeder weiß, wem das tolle Fahrzeug gehört. Und ja, ansonsten danke, Björn. Frohes Schaffen weiterhin. Viel Spaß dabei und viel Herausforderung und tolles Projekt, muss man sagen. Respekt und Hut ab, weiter so. Und ihr, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.